Ja, das ist ein Hund, der Alfred, der Erbauer der Moto Guzzi mit Tatra-Motor. Und ja, der Alfred zeigt euch jetzt einige Details über diese Maschine. Dazu fahren wir aber jetzt erstmal ein paar Kilometer außerhalb. Wir befinden uns hier in einer Wohngegend und ihr solltet sie ja auch mal hören, wie sie klingt. Und dann kann er auch dann gefahrlos mal ein paar Meter hin und her fahren und darf er dann auch. Und deswegen laden wir das Motorrad jetzt auf den Anhänger und dann sehen wir uns wieder. So, jetzt mal an einer etwas einsameren Location, wo wir niemanden stören, wenn wir dann mal Fahrgeräusche auch produzieren. Aber jetzt reden wir einfach mal ein bisschen über diese, ja, ich nenne es einfach mal Ikone. Ich glaube, das ist einmalig. Ich kenne jedenfalls keine zweite, die so gebaut und aufgebaut ist. Und der Alfred wird uns jetzt einige Details über die Maschine erzählen. Ja, Alfred, ist klar, typische Frage, wie kommt man jetzt auf die Idee, sowas zu bauen? Ja, das ist eine ganz seltene Geschichte. Ich habe bei eBay den Motor gesehen und habe mir gedacht, den könntest du vielleicht einmal brauchen. Ohne zu wissen, dass ich den ja mal später in ein Motorrad einbaue. So ist die Geschichte entstanden. Der Motor kommt aus einer Limousine von der Firma Tatra. Die Limousine heißt 603, die Serie, und da ist dieser Motor hinten im Heck eingebaut als luftgekühlter Motor. Und ich habe den Motor jetzt entkleidet mit den ganzen Verkleidungsblechen und dann kam dieser wunderschöne Motor raus und dann habe ich halt irgendwann einmal einen Guzzi-Rahmen daneben hingestellt und dann kam die Frage, warum baust du kein Motorrad? Okay. Und so ist das entstanden. Okay, hat aber schon ein bisschen gedauert, denke ich mal, oder? Ja, das hat eine Vorgeschichte von 3 Jahren mit 2 Jahren Zwischenpause, also insgesamt vielleicht 5 Jahre Bauzeit. So, das ist die Entstehungsgeschichte. Und jetzt zu den Komponenten. Wie gesagt, den Motor, den habe ich einmal an einer Guzzi-Rahmen, und zwar von einem älteren Modell, den sogenannten Schleifenrahmen, der gebaut worden ist von 1965 bis 1973. Den habe ich einmal so drüber gestülpt über den Motor. Hat natürlich nicht gepasst, aber im Grunde genommen ging das dann doch. Ich habe den Rahmen verlängert, zusätzliche Verstrebungen eingeschweißt. Dann habe ich weitgehend von Moto Guzzi die ganzen Bauteile verwendet, sowie das 5-Ganggetriebe, hinten den Kardanantrieb, die Schwinge, auch im vorderen Bereich die Gabel. Die stammen alles von Moto Guzzi, die Sitzbank. Und dann ging es um die Anbauteile. Da sind einige Fremdfabrikate dabei, wie zum Beispiel der Tank. Der stammt von einer Goldwing, der wurde natürlich etwas abgeändert. Die Speichenräder hinten und vorne stammen von der Firma Beer. Der Auspuff, der stammt auch von der Moto Guzzi, und zwar von der Griso. Den habe ich natürlich abgeändert und die Endstücke wieder eingesetzt. Fußrastenanlage, die habe ich irgendwo dazu gekauft, in Zubehör. Zu der Lichtmaschine, die war ursprünglich in dem Lüftegehäuse, hier sieht man noch den Ansatz, an der Rückseite der Lüfterschaufeln angeschraubt. Aber das konnte ich nicht mehr verwenden, so habe ich jetzt die Lichtmaschine an der Rückseite der Nockenwelle über einen Riemenantrieb seitlich angebaut. Okay. Aber die Drehzahl, da hattest du noch was ändern müssen oder musstest du? Durch das, dass die Nockenwelle ja mit der halben Drehzahl von der Kurbelwelle läuft und normalerweise die Lichtmaschine über die Kurbelwelle oder in eine zusätzliche Riemenscheibe angetrieben wird, lief die zu langsam. Jetzt habe ich über eine Riemenübersetzung die Lichtmaschine wieder auf die richtige Drehzahl gebracht. Ich versuche es mal im Detail zu zeigen. Das sind 2 Riemenantriebe. Einmal wird der Antrieb von einer großen Riemenscheibe auf eine kleine übertragen, dadurch die Drehzahl erhöht, und dann wieder der zweite Antrieb wieder von einer großen Riemenscheibe auf eine kleine Riemenscheibe. Dadurch wird die Drehzahl von der Lichtmaschine ungefähr ums Doppelte erhöht. Ja, an der linken Seite gibt es ja auch noch ein paar Besonderheiten. Ja, das Getriebe
musste natürlich angepasst werden an der Motorseite, wo früher die große Kupplung war. Da habe ich einen Adapter gemacht, der dann praktisch die Verbindung herstellt zwischen dem Guzzi-Getriebe und dem Tatra-Motor. Also hier war ursprünglich ein riesen Ölfilter, der mit auswaschbaren Lamellen versehen war. Der ragt ungefähr so ein Stück raus, den habe ich natürlich entfernt und habe einen gängigen Autoölfilter angebracht mit dementsprechenden Adaptern und Anpassarbeiten. Thema Öl, das muss ja auch gekühlt werden. Da hast grundsätzlich hättest du ja ein Kühlproblem, weil die ganzen Gebläse sind ja jetzt weg. Ne? Ja, grundsätzlich muss ich sagen, der Motor hat 6,5 Liter Ölvolumen. Das ist schon mal gut. Dann, aber trotzdem muss es gekühlt werden. Ich habe hier dann beidseitig Ölkühler angebracht. Das waren ursprünglich auch riesen Ölkühler, die womit die Gebläse gekühlt worden sind. Was das jetzt für Auswirkungen noch hat in der Praxis, das kann ich jetzt noch nicht beurteilen. Ja, die Maschine hat zwei verschiedene Ölkühler, einmal an der linken Seite und die hat der Alfred, den hier hat der Alfred aus den Vollen gefräst. Also es ist eine Eigenbau oder eine eigene Konstruktion hier. An der rechten Seite ist es ein handelsüblicher. Sieht dann eben so aus. Der Hinterradantrieb ist normalerweise so, dass man in den ursprünglichen Rahmen nur einen ziemlich schmalen Reifen einbauen kann. Ich habe hier die ganze Schwinge abgeändert und den Kardantunnel schräg laufen lassen, so dass der ganze Antrieb weiter nach außen kommt. Musste natürlich zusätzlich hier nochmal ein Kreuzgelenk einbauen und durch diese Abänderung konnte ich erst den großen Reifen unterbringen. Den schauen wir uns jetzt mal von hinten an. Also in eine Standardschwinge passt dieses Teil hier definitiv nicht rein. Das größte Problem von dem ganzen Umbau war aus meiner Sicht die Zündanlage. Normalerweise befindet sich hier der Verteiler, aber die Platzierung von dem Verteiler ist so schlecht, dass ich den nicht verwenden konnte. Ich habe dann mit verschiedenen Zündanlagen experimentiert, habe dann auf der Rückseite von der Nockenwelle einen Verteiler angebracht. Hat auch nicht funktioniert und dann habe ich mich letztlich entschlossen, eine super moderne Zündanlage von Motorkraft mit einem programmierten Steuerteil zu kaufen. Und hier habe ich die Möglichkeit, alle Parameter einzustellen, von Zündzeitpunkt her, von der Kennlinie bis zur Drehzahlbegrenzung. Also das ist hier alles möglich. Auch für einen Teilausbereich mit Unterdruck. Also man kann hier alle Parameter einstellen. Und so wie es ausschaut, funktioniert es auch jetzt. Ja, man hört es ja. Ne? Ja. Gut, die elektrische Anlage schaut nicht so toll aus, aber müsste man vielleicht von der Verkabelung noch ein bisschen überarbeiten. Kann man noch Feintuning treiben. Ja. Ne? Hier sieht man auch noch die Vergaserbatterie. Die hat hier sehr aufwendige 2 Doppelvergaser für die 4 Ansaugkanäle. Und die funktionieren eigentlich auch recht ordentlich. Sind das hier Originalvergaser? Das ist der Originalvergaser. Ja, während der Alfred den Tank oder die Tankabdeckung wieder montiert, das ist der Tank, der eigentliche Tank, wie bei der Goldwing eben auch. Und hier unten, das sieht man jetzt schlecht, ist die Batterie verbaut. Also hier unterm Tank, unterm Getriebe sitzt die Batterie. Also grundsätzlich möchte ich sagen, dass der ganze Umbau ohne Fremdhilfe von jemandem oder auch einer Fachfirma von mir ausschließlich alleine gemacht wurde. Es viele Anbauteile, die habe ich ja selbst gefertigt, wie zum Beispiel diese Blinker oder die Halterung für den vorderen Kotflügel, so Abdeckungen, also eine Vielzahl von kleinen Sachen, die wurden ausschließlich von mir gefertigt. Also das braune, dahinter befindet sich der Geber, der Zündgeber. Ja, genau. Unter dieser Abdeckung ist der Heulgeber angebracht für die Zündanlage. Hier ist der schöne Ölmessstab, den habe ich noch übernommen, original wie er war, okay, von Tatra. Die Tacho- und Drehzahlmesser, die sind in Zubehör erhältlich. Die heißen zudem auch noch Daytona. Passt auch zu den Guzzi-Namen gut. Genau. Und das sind digitale
Tacho- und Drehzahlmesser mit analoger Anzeige und mit sich Funktionen wie Voltmeter, höchste Drehzahl und so weiter. Abgenommen wird die Drehzahl vorne am Vorderrad über einen Sensor. Ja, über diesen der Stelle hier. Der tastet die 5 Schrauben von der Bremsscheibe ab und dementsprechend muss man halt die Geschwindigkeit kalibrieren. Jetzt nochmal zu den Daten von dem Motor. Der Motor ist der relativ kleinste Motor, was mir bekannt ist. Zudem ist er aus Aluminium gegossen. Die Zylinderköpfe und der Motorblock sind aus Aluminium. Die Zylinder sind in Grauguss. Und der Motor hat 2,5 Liter Hubraum und eine Baulänge von 40 cm. Also das ist eine ziemlich kompakte Geschichte. Die Leistung liegt etwa bei 110 PS mit 170 Newtonmeter Drehmoment. Das Fahrzeug hat ein Fahrgewicht, also fahrbereit, von ungefähr 350 Kilo. Das ist relativ wenig, wenn man die Goldwing anschaut. Die hat, also die älteren Modelle haben über 400 Kilo oder die Rocket 3 von Triumph, die hat auch über 400 Kilo. So ist es gesehen ein relativ geringes Gewicht. Also für einen V8 2,5 Liter ist dieser Motor extrem kompakt. So, jetzt wollen wir das Teil natürlich auch mal hören. Es beginnt zwar jetzt leicht zu regnen, aber das geht noch.